Ja, willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute mit einem Video mal zur Apple Watch. Lang hatte ich das Thema nicht mehr hier gehabt. Das Thema lohnt sich insoweit, dass es jetzt die neue Keynote von Apple gab. Normalerweise bin ich jetzt keiner, der irgendwelche Apple Keynote Videos macht. Aber die Änderungen sind doch wirklich sehr interessant, die mit dem neuen WatchOS 9.0 kommen. Mir geht es dabei aber jetzt nicht um neue Zifferblätter oder jetzt eine neue Podcast-App oder was da sonst alles gibt. Mir geht es jetzt rein um die sportspezifischen Sachen, die geändert werden, und die sind doch enorm. Viele Dinge, die jetzt hier angekündigt worden sind für den Sportuhren ja schon Standard. Aber in einer Smartwatch in der Form, wie wir sie haben, ist es doch wirklich ein Novum und auch wirklich toll, dass die Apple Watch so weiterentwickelt wird und man immer mehr den Fokus auf den Sport legt und auch hier die Möglichkeiten ausnutzt. Und die Versprechungen sind auch wirklich mal wieder nicht klein, die Apple hier macht. Es wird versprochen, dass man seine Laufeffizienz verbessern kann, beziehungsweise seine Performance oder auch hier Verletzungsrisiko vermeiden kann, indem man hier besser trainiert, etc. Da ist natürlich die Frage, ob das Ganze dann auch wirklich so eingehalten wird. Ich gehe jetzt mal auf die Punkte ein, die jetzt dann hier angekündigt sind. Und da kommt auch schon der erste interessante Punkt, und zwar das sind Laufmetriken, die wir aktuell in der Apple Watch jetzt noch nicht haben. Dabei ist eine der neuen Metriken, die hinzukommt, die vertikale Oszillation, also quasi die Bewegung, die ihr habt, wenn ihr euch auf und ab bewegt. Das ist die Kraft, die ihr da aufwenden müsst. Es ist natürlich da an der Stelle optimal, hier das so niedrig zu halten, wie es geht, um hier natürlich die Kraft nicht für die Hoch-Runter-Bewegung aufzubringen, sondern natürlich für die Vorwärtsbewegung. Das ist eine Metrik, die jetzt neu hinzukommt. Es ist aber gar nicht so einfach, das Ganze hier zu messen, weil ihr habt ja dann das Problem, dass ihr die Uhr am Handgelenk habt, also ihr lauft ja dann entsprechend so, und die ganze Bewegung findet ja am Körpertorso statt, das heißt also um euren ganzen Körper. Normalerweise werden solche Metriken anders bemessen, und zwar entweder hier zum Beispiel mit so einem Chorus Laufpod, der dann hinten befestigt wird an der Hose, und so kann halt dir, weil der Pod dann ja wirklich zentral am Körper anliegt, auch die Bewegung gut gemessen werden, indem es hoch und runter geht. Oder hier zum Beispiel bei Garmin ist es so, das Ganze ist hier im Brustgurt integriert, wenn ihr diesen zum Beispiel HRM-Brustgurt habt oder den Pro-Gurt, da ist hier der Sensor entsprechend verbaut, und dadurch, dass der ja hier am Körper befestigt ist, kann natürlich hier die Bewegung wunderbar aufgenommen werden und man hat hier entsprechend die vertikale Bewegung dann abgebildet. Das sieht dann natürlich beim Laufen ganz anders aus. Ich bewege hier meine Hand. Man will ja das Ganze hier am Handgelenk messen. Also muss das Ganze hier mit einmal die Handbewegung rausgemessen werden und gleichzeitig aber auch die Hoch- und Runterbewegung. Apple sagt, dass das Ganze hier über Machine Learning stattfinden soll. Das ist ja sowieso Apples Steckenpferd hier, Machine Learning. Und das Ganze soll in der Kombination mit dem Bewegungssensor und Gyroskop erfolgen. Das heißt, das Ganze wird dann entsprechend rausberechnet und ja, der Wert ist dann bei jedem individuell. Man muss natürlich dann vergleichen, ob das Ganze dann hier zum Beispiel mit einem Laufpod oder auch hier mit zum Beispiel einem Garmin-Brustgurt, ob die Werte dann entsprechend passen. Wenn dich das interessiert, ich werde das Ganze dann mal testen, dann lass doch auch gerne ein Abo da, damit du dieses Video nicht verpasst. Als weitere Metriken, die für die Laufeffizienz ebenfalls wichtig sind, kommt dann noch die Schrittfrequenz hinzu, weil da ist natürlich wichtig, dass man hier eine bestimmte Schrittfrequenz aufweist, und natürlich auch die Bodenkontaktzeit, das heißt also, wie lange ihr euch dann entsprechend auf dem Boden befindet, und mit diesen 3 Metriken könnt ihr dann entsprechend eure Laufeffizienz verbessern, um hier natürlich dann optimale Werte herauszuholen. Was es natürlich dann nicht gibt, und das natürlich stelle ich mir auch ein bisschen schwierig vor, ist zum Beispiel die Balance. Zum Beispiel der Garmin-Gurt, der kann dann auch noch die Balance ausrechnen. Das heißt, wenn ich jetzt hier das Ganze hier befestigt habe, misst er dann, ob ich mich mehr nach links oder nach rechts bewege, um hier auch irgendwelche Haltungsschäden oder Haltungsfehler ja auszugleichen. Das Ganze habe ich dann mit der Apple Watch leider nicht. Was ebenfalls dann noch hinzukommt, ist dann das Höhenprofil. Das hat man ja am Anfang auch nicht gehabt. Das heißt also, wenn ihr jetzt wandern seid, könnt ihr dann immer entsprechend sehen, was für ein Höhenprofil ihr jetzt schon gelaufen seid, oder auch das Ganze dann ja beim Laufen. Was dann noch hinzukommt, ist, dass ihr dann eigene Workouts erstellen könnt, und da könnt ihr entsprechend auch sagen, ich möchte hier einmal mit Alarm trainieren. Das bedeutet, ihr könnt dann auch aussuchen, ja, ich möchte nur in diesem Herzfrequenzbereich arbeiten oder beziehungsweise Workout machen, und dann bekommt ihr entsprechend Alarm, wenn ihr da drin seid, draußen seid, und könnt das Ganze entsprechend steuern. Was ebenfalls hinzukommt, ist dann auch die Zoneneinteilung der Herzfrequenz. Das kennen wir eigentlich schon von allen anderen Sportuhren. Das heißt also, ihr könnt dann sehen, in welcher Intensitätszone ihr dann trainiert, ob ihr dann im Low-Bereich seid und dann hier in der Fettverbrennung seid, oder dann halt im roten Bereich, wo ihr nicht lange trainieren sollt, dass ihr da wieder rauskommt und habt dann so eine entsprechende Übersicht. Ebenfalls hinzukommt, und das finde ich jetzt auch wirklich eine gute Erweiterung, und auch das habe ich eigentlich schon lange gehofft, dass es mal kommt, ist, dass ihr zum Beispiel auch eigene Intervalle erstellen könnt. Das heißt, ihr könnt dann Ruhebereiche und auch in Trainingsbereiche einstellen und bekommt dann ein geleitetes Workout bzw. Alarme auf die Uhr, wann ihr dann welche Workout-Situation machen müsst, und das finde ich doch eine wirklich gute Erweiterung, die ich eigentlich schon lange erwartet habe. Was ebenfalls noch hinzukommt, was ich dann wirklich stark finde, ist jetzt auch eine Leistungsmesser. Ja, ihr bekommt ein Leistungsmesser ans Handgelenk. Die Uhr misst dann entsprechend hier, wenn ihr unterwegs seid, die Leistung. Das ist gerade interessant, wenn ihr jetzt im Berg unterwegs seid, weil da ist ja die Pace eher uninteressant, sondern eher die Leistung, also die Watt, die ihr braucht, um den Berg hochzulaufen, weil ihr braucht natürlich mehr Leistung bei gleicher Pace den Berg hochzulaufen, als jetzt zum Beispiel bei ebenfalls gleicher Pace den Berg runterzulaufen. Und hier habt ihr natürlich immer die Möglichkeit, dann nach Watt zu laufen. Im Video wird davon gesprochen, dass man hier sein Watt-Target, also ein Watt-Ziel erreichen kann.
kann. Da ist natürlich die Frage, ob ich dann auch entsprechend nach Watt trainieren kann. Das wäre für mich zum Beispiel sehr interessant, der gerne einen Stride Footpod nutzt, weil da ist ja wirklich das Gute, Positive, dass man hier nach Watt trainieren kann. Dies ist vor allem sehr interessant, wenn man im bergigen Gebiet wohnt, also gerade wenn man in Alpennähe wohnt etc., weil da kann man tatsächlich nach Watt trainieren und nicht nach Pace und bekommt ja ein ähnliches Ergebnis, beziehungsweise hier habe ich dann auch besser Vergleiche, weil die Wattleistung, wie gesagt, unterschiedlich ist, je nachdem, was hoch oder runter geht. Und bei der Pace ist das natürlich nicht gegeben, weil die Pace natürlich meistens, wenn man berghoch läuft, niedriger ist, als wenn man den Berg runter läuft. Ein weiteres Feature, was zum Beispiel auch Garmin-Uhren haben, ist, alte Strecken nochmal zu laufen, beziehungsweise dagegen anzutreten. Nur ist es bei der Apple Watch so, dass sie das automatisch erkennen. Das heißt also, wenn ihr jetzt auf einer Strecke unterwegs seid und die schon mal gelaufen seid, dann geht hier ein Datenfeld auf, das euch anzeigt, ja, wie schnell ihr gerade seid. Also quasi könnt ihr eine Competition gegen euren alten Lauf machen, gegen eure eigene Bestzeit und habt dann immer so eine gewisse Competition dabei, um das anzugreifen. Ihr bekommt dann angezeigt, ob ihr dann zu langsam seid oder zu schnell seid. Das Ganze ist dann entsprechend auch mit Entfernung angegeben. So hat man doch immer so eine kleine Motivation, wenn man laufen ist, um seine eigene Bestzeit zu schlagen, wenn man gerade gut drauf ist. Last but not least bei den Sportfunktionen ist dann tatsächlich, dass wir jetzt hier Triathlon hinzubekommen. Und der Mehrwert an dieser Stelle ist auch, dass wir jetzt hier nicht, wie gesagt, die verschiedenen Workouts direkt selber auswählen müssen. Nein, es wird dann alles in einem Workout gemacht und die Uhr erkennt auch automatisch, wenn ihr das Workout wechselt. Das heißt also, wenn ihr von Schwimmen auf Laufen übergeht, dann erkennt die Uhr das automatisch, beziehungsweise wenn ihr von Laufen auf Radfahren geht oder was andersrum. Ihr seht, ich mache kein Triathlon. Auf jeden Fall wird das Ganze dann automatisch erkannt. Wir kennen das Ganze ja schon von Wahoo, beziehungsweise dem Wahoo Rival und Element Bolt. Ich habe dazu mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch mal. Da gibt es auch dieses Touchless Transition. Das heißt also, die Uhr beziehungsweise der Bolt erkennt dann entsprechend, wenn ihr dann das Workout wechselt und müsst nicht hier automatisch irgendwas hier rumklicken. Ihr könnt euch voll auf euren Lauf konzentrieren und die Uhr macht es dann, wie gesagt, vollautomatisch. Hier ist dann natürlich nur die Frage, ob, wenn es dann versehentlich mal erkannt wird, ob man das dann entsprechend zurückstellen kann. Das muss man dann entsprechend mal testen. Und es kann ja schon mal sein, dass vielleicht eine Fehlmessung stattfindet, dass ihr noch lauft und gar nicht Rad fahrt etc. Und da ist natürlich die Frage, ob das Ganze dann hier entsprechend unterbrochen werden kann. Was ebenfalls verbessert wird oder erweitert wird, das kommt für mich auch in die Kategorie Sport, das ist das Schlaftracking. Ihr bekommt jetzt hier detailliertere Anzeigen, das heißt also, es werden Tiefschlafphasen erkannt, beziehungsweise die verschiedenen Schlafphasen werden jetzt aufgedeckt. Sonst war es ja immer so, dass ihr eine Komplettübersicht gehabt habt, wie lange ihr dann entsprechend geschlafen habt. Das Ganze wird dann mehr in die Analyse genommen und ihr bekommt dann hier entsprechend eine weitere Auswertung. Wie genau das Ganze dann ist, muss man einfach auch mal testen. Ich habe bis jetzt immer die App Autosleep dafür genutzt, die war immer sehr zuverlässig und hat wirklich auch sehr genau. Ich verlinke das Ganze mal, ich habe es auch mal vorgestellt, kannst das Ganze mal anschauen. Bin aber auch schon gespannt, wie Apple das Ganze entsprechend umsetzen wird. Das alles, was hier noch hinzukommt, ist auch, dass der Bereich Herzfrequenz ein bisschen besser erkannt wird. Gerade wenn ihr das Thema Herzflimmern habt, dann bekommt ihr jetzt eine genauere Analyse aus der Kombination Sport, Schlaf und Gewicht, aus was das Ganze entstanden ist, beziehungsweise wenn ihr da eine Warnung kommt, dann könnt ihr das Ganze nochmal genauer angucken, was hier eventuell die Ursache war und könnt entsprechend hier auch zum Arzt gehen. Ob das Ganze dann für Europa kommt, das ist fraglich. Das Ganze wurde in Amerika jetzt erst zugelassen. Ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus. Ich bin jetzt hier nicht der Experte, was Gesundheit angeht. Das ist aber zumindest mit WatchOS 9 angedacht oder soll kommen. Ich bin mal gespannt, ob wir das Ganze in Europa sehen. Ja, was sind aber meine Gedanken zum Update? Die Bereiche Herzfrequenzzonen, das hätte ich eigentlich schon viel, viel früher erwartet. Ist jetzt schön, dass es kommt. Also ich will jetzt auch nicht meckern. Ja. Wir sind ja Deutsche, die meckern immer alle. Ich finde es gut, dass es jetzt endlich kommt. Was ich aber noch vermisse, ist zum Beispiel Erholungszeit. Die Apple Watch ist ja eine Uhr, die ja eher für den Massenmarkt ausgelegt ist. Das heißt, es machen auch viele Leute mit Sport, die jetzt vielleicht nicht so viel Sport machen. Und da wäre es auf jeden Fall hilfreich, wenn die wüssten, okay, ich muss mich nach dem Workout so und so lange ausruhen. Die jetzt viel Sport machen, viel laufen gehen, wissen, dass sie ausruhen müssen, beziehungsweise können es auch selber einschätzen. Die brauchen das nicht immer direkt auf der Uhr. Aber hier ist so für den Massenmarkt, wäre das doch etwas wünschenswert, wenn es sowas geben würde. Schön wäre es auch, wenn es tägliche Trainingsvorschläge geben würde, wie zum Beispiel Polar oder Garmin, das so ein bisschen einen an die Hand nimmt und den Leuten hilft, ja. Wenn ihr euer Fitness ausbauen wollt, dann macht das und das Training, habt die in die Ruhezeit, beziehungsweise macht dies und dieses Workout, weil insgesamt gibt es ja mit Fitness Plus auch die Möglichkeit, das Ganze ein bisschen zu integrieren. Ich denke, da steckt noch ganz viel Potenzial drin, hoffe, dass das dann auch irgendwann mal erschlossen wird. Last but not least, aber das ist jetzt eher so ein Wunschdenken, wäre dann vielleicht auch noch so eine Art Body Battery, wie man von Garmin das Ganze kennt, also so quasi so menschlicher Akku interessant, um einfach zu sehen, wie ist mein aktueller Körperzustand, um hier dann einfach auch zu sehen, oh, kann ich heute ein Workout machen, kann ich keins machen, oder ja, einfach nur zu sehen, wie viel hoch ist der Stresslevel, was hat mich vielleicht auch irgendwie gestresst, was ich nicht gemerkt habe, oder ich bin vielleicht krank und werde gestresst und kriege das nicht so ganz mit. Da wäre natürlich auch schön, wenn es da noch so eine Art Ressourcenbatterie geben würde. Das war ja einmal der Teil des WatchOS. Man kann natürlich jetzt auch gespannt sein, was mit der neuen Apple Watch 8 noch alles dazu kommt. Das ist jetzt eigentlich so ein kleiner Vorgeschmack, was ja an Software kommt.
Aber auch da gibt es ja Gerüchte bei der Apple Watch, dass das Ganze doch vielleicht etwas robuster wird. Das heißt, eine Autouhr gibt, die mehr in den Autobereich geht. Was ich mir ebenfalls wünschen würde, wäre auch eine größere Akkulaufzeit. Garmin hat es ja auch schon mit seinen OLED-Displays gezeigt, Uhren gezeigt, dass man da viel mehr herausholen kann. Das finde ich immer noch eine Schwachstelle von Apple, weil gerade wenn man die Sensoren alle so nutzt, wie man sie dann auch nutzen will und nicht die Sachen alle abschaltet, dann kommt man doch nicht mehr als ja maximal 2 Tage hinaus, je nachdem wie viel Workout man macht, wie viel man die Uhr benutzt. Und das finde ich ein bisschen schade. Ich denke, da ist auf jeden Fall mehr Potenzial da und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn sie da an der Akkulaufzeit doch noch ein bisschen was schrauben könnten. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen, du hast einen kleinen Eindruck bekommen, was alles jetzt hier für die Apple Watch kommt. Ich habe auch zu der Apple Watch meine Playlist gemacht, da kannst du mal reinschauen, da sind alle Sachen dabei, die ich hier so auf dem Kanal vorgestellt habe, sei es Apps oder auch Schlaftracking etc. Wenn du neu auf dem Kanal bist, kannst du auch gerne mal hier oben vorbeischauen, da habe ich so eine Best-of-Playlist gemacht, da kannst du einfach mal schauen, was sonst alles auf dem Kanal gibt. Wenn das Ganze gefällt, lass doch gerne ein Abo da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich wieder auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir alles Gute, danke für deine Zeit, tschüss, bis zum nächsten Mal.